Ja, Leute, herzlich willkommen zur Spielvorschau vor dem Spiel gegen Karlsruhe. Es wird ein sehr, sehr interessantes Auswärtsspiel werden. Ich freue mich sehr darauf. Eure Meinung könnt ihr hier auch, so wie immer, gerne in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like und ein Abo da. Und damit würde ich sagen, starten wir fast schon direkt rein. Eure Tipps sich dann auch gerne in den Kommentaren. Aber damit blicken wir wie immer zuerst auf die Gäste beziehungsweise auf den Gastgeber. Karlsruhe, die spielen bis jetzt eine richtig gute Saison. Das macht Bock, den zuzuschauen, haben aber zuletzt eine 3-0-Klatsche gegen Kiel kassiert, die auch schon sehr eindeutig war, muss man sagen. Und aber auch, sie haben eine richtig gute Saison bis jetzt hierhin gespielt, hätten auch letzten Spieltag mit in die Aufstiegsplätze rutschen können, sind aber aktuell nur Siebter mit 11 Punkten. 3 Siegen, 2 Unentschieden und eine Niederlage dabei. Schlüsselspieler dabei sind meistens Fanizek, Schleusener und Bernhard. Bernhard für mich ein sehr, sehr interessanter, unglaublicher Torhüter. Spielsystem ist das 3-5-2 flach. Verletzte gesperrte Spieler sind Ben Fahad, Celaroglu, ich hoffe richtig ausgesprochen. Franke könnte eventuell noch ausfallen und Jung auch. Da sind noch Fragezeichen. Franke habe ich aber auch in der Startelf. Deswegen müssen wir mal schauen, ob das dann auch so passt. Zur Not würde dann da sicherlich ein Kobold, glaube ich, reinrutschen. Ne, Kobold haben wir schon hier drin. Aber dann gibt es da auch noch genug Optionen bei Karlsruhe. Ich habe im Tor Bernhard, Kobold, Franke und Beifuß in der Innenverteidigung. Im Mittelfeld sehe ich Herold, Bornic, Wanicek, Müller und Pedrosa. Und im Sturm Schleusener und Eckloff. Damit haben wir ein interessantes Mittelfeld. Ich habe mich für rechts nicht für Jung entschieden, sondern für die jüngere Variante mit Pedrosa. Ich glaube, das ist bei einem Spiel gegen Magdeburg immer eine sinnvollere Variante, einen schnellen Spieler zu haben. Und das wird auch sicherlich Eichner wissen. Also ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob ein 35-Jähriger tempotechnisch mit einem Grieb oder Neuenberger mithalten kann. Da bin ich, glaube ich, überhaupt nicht der Meinung. Damit blicken wir aber auf uns, das ist ja das Wichtige in den schwierigen Zeiten aktuell der Saison. Aber die werden auch sicherlich wieder besser. Vor allem, weil die Mannschaft kicken kann. Das hat sie gezeigt. Fiedler hat es mit Statistik nochmal unterstützt. Ich bin großer Fan von ihm. Mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Der Mann weiß, was er macht. Und wir können nur als Team gewinnen. Und wenn jeder das alles einzeln versucht, bringt uns das alles nichts. Aber damit kommen wir zur Statistik. 3 Punkte aus 6 Spielen. Sieht natürlich jetzt erstmal nicht so gut aus. Dabei sind Schlüsselspieler gewesen Mathisen, Hyrien und Artig, wie ich finde. Natürlich kann man hier auch einen Grieb nennen oder einen Ulrich, der es unglaublich gemacht hat. Also die sind schon auf einer Stufe für mich, aber für das Spiel Entscheidende sehe ich die nochmal ein bisschen weiter vorne. Spielsystem ist das 4-2-3-1. Habe ich hier wieder ausgewählt. Ich finde das System eigentlich so am besten für den Kader. Verletzte gesperrte Spieler sind Bockhorn, Schal, Zukowski, Lorik vielleicht, Hoti vielleicht, Geschwill vielleicht, Musunda vielleicht. Musunda habe ich aber hier auch in der Startelf, weil das sehr, sehr gut aussieht. Damit kommen wir auch zur Startelf. Im Tor Reimann. Musunda rechts, Mathisen und Hugonet in der Mitte, Neuenberger links, Stahlmach und Hyrien im Mittelfeld. Ich will sehr, sehr gerne Stahlmach in der Startelf sehen. Artig links, in der Mitte Ulrich, Grieb und Unai Wu im Sturm. Ich will einen schnellen Stürmer und keine Armström. Das hat mir überhaupt nicht gefallen gegen Schalke. Unai Wu hat in der kurzen Zeit schon meiner Meinung nach um einiges besser gemacht als Armström in all seinen Minuten, die er gegangen ist. Das war schon sehr, sehr enttäuschend leider, was Armström da geliefert hat. So hart wie es auch klingt, aber da muss man auch dementsprechend ehrlich sein. Und er war wahrscheinlich auch ein Faktor, wieso dann im Endeffekt man nicht das Spiel nochmal drehen kann, denn er hatte seine Chance, die sehr, sehr entscheidend war eigentlich und die macht er natürlich nicht. Aber auch das ist aktuell unser Pech, was auf unserer Seite ist und gehört leider damit dazu. Damit mein Tipp, ich tippe 2-3. Wir sind positiv gestimmt. Ich glaube daran, dass man den Bock umstoßen kann mit Fiedler, denn wie gesagt, ich bin ein großer Fan von ihm und ich denke auch, dass er das kann und dass er definitiv nicht überfordert ist. Das merkt man in den PKs. Und auch an der Seitenlinie. Es ist einfach nur aktuell richtig viel Pech, was auf einer Seite steht und individuelle Fehler. Aber das gehört auch zum Pech dazu.
dass jeder dann bestraft wird. Das war nämlich unter Tietz nicht so. Jedoch hat man in den Statistiken sehr, sehr gute Sachen und da sind eigentlich auch immer Teams, die dann gewinnen. Irgendwann wird es passieren. Und ich schätze, hier in Karlsruhe wird es vielleicht das erste Mal passieren. Es wird ein sehr, sehr umkämpftes Spiel sein. Wir haben keine gute Erfahrung mit Karlsruhe. Es wird hart, schwer, steinig. Aber im Endeffekt denke ich, dass der FCM mit 3 Punkten nach Hause fahren kann. Mit Fiedler. Den ersten Heimsieg auch noch feiern werden. Und mal schauen, was da passiert.